wie ich mich beschreiben würde. Ich würde mich wahrscheinlich als sehr offen beschreiben. Ich finde, das ist genau der richtige Weg. Alle und jeden, egal wie absurd und bescheuert die Menschen handeln und sind, nachzuvollziehen. Ansonsten, finde ich, wird das einfach nichts. Das beste Beispiel, das mir direkt einfällt, ist, ich habe mit meinen 3 besten Freunden, mit denen habe ich eine Apokalypse-Gruppe bei WhatsApp, wo es darum geht, wenn wir in eine Apokalypse rutschen, dann weiß man, wo man sich trifft und was man macht. Das ist alles nur so halb ernst gemeint, aber es ist lustig. Der eine ist Physiker, der bastelt uns Dinge, der andere Biologe und so. Also die haben alle sinnvolle Fähigkeiten. Nur ich nicht unbedingt. Aber mein Kumpel, der hat mich beschrieben mit: Ich bin das Endgame. Ich sorge dafür, dass wir am Ende psychisch da durchkommen und ich bin so die Stütze für die Leute. Wenn Leute jemanden zum Reden brauchen, dann kommen sie zu mir. Ich kann sehr gut zuhören und ich habe auch so richtig eigenartige Situationen, wo ich sowas bin für Leute, die ich dann seit 1,5 Tagen kenne, die dann anfangen, mir ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Ich formuliere das, dass ich mich von Gossip ernähre. Und dann war irgendwie die Überlegung, Psychologie hört sich nach einem Ding an, das ich studieren könnte. Das ist einfach schon immer meine Stärke gewesen. Ich werde wahrscheinlich auch als lustig beschrieben, was ich nicht unbedingt nachvollziehen kann. Nicht mal, weil Leute lachen, weil ich Dinge tue, sondern weil ich sehr viel lache. Das hat eine relativ geringe Hürde, dass ich eine angeblich sehr sympathische und ansteckende Lache von mir gebe. Man könnte sagen, ich bin nicht der beliebteste der Klasse gewesen, ich wurde aber auch nicht gemobbt. Ich hatte immer 1 oder 2 sehr gute Freunde, gab ein paar Leute, die mich nicht so gut behandelt haben, aber immer in einem Ausmaß, wo ich sehr gut damit umgehen konnte. Man hat nicht immer alles bekommen, also war nicht reich. Ich habe zum Beispiel, ab dem ich 9 war, immer so eine Playmobil-Ritterburg gewünscht. Aber mein Papa hat mir jedes Jahr mit Pappe und Styropor eine Burg gebastelt. Und dann haben wir gemeinsam gespielt. Ist eigentlich noch geiler gewesen als so eine hässliche Playmobil-Burg. Oder mit meinem Papa zum Beispiel draußen im Garten durch die Gegend kriechen, nach Insekten suchen und die in seinem Insektenkatalog zu bestimmen. Für mich war das immer sehr, sehr, sehr großartig. So als offener Mensch aufzuwachsen war einfach auch basically Luxus gewesen, glaube ich. Wenn ich jetzt so im Nachhinein auf die Welt gucke, bin ich sehr dankbar darüber, was ich alles in meiner Kindheit bekommen habe und machen durfte und konnte, ohne dass es ein Problem ist. Ich habe nie Gewalt erfahren als Kind, also auch nicht einen Klaps auf den Hinterkopf oder auf den Po oder sowas, das gab's einfach nicht. Gewalt ist einfach ein No-Go gewesen. Schon immer. Leute werden so 15, 16, 17 und dann fangen die alle an Hauspartys zu machen und sich irgendwo zu treffen und zu trinken und dann mal ein bisschen zu rauchen und Dinge auszuprobieren. Das haben halt alle meine Freunde gemacht und dann bin ich halt auch immer da gewesen. Ich hatte aber keinen Bock zu trinken. Und sich dann mit irgendwie 12 komplett besoffenen Menschen abzugeben, das hat mich damals sehr frustriert und da habe ich gemerkt, dass sich irgendwas ändert. Eine Situation, die wird mich nie loslassen. 9. Klasse und die Jungs haben so Sachen gemacht wie den Mädchen auf den Arsch hauen beim Vorbeilaufen und ich war von der 7. bis zur 12. hart verknallt in ein Mädel. Ich war auch gut mit der befreundet und da war ich dann irgendwann so, wenn die das alles machen, dann kann ich das ja auch machen. Dann habe ich das einmal gemacht und am nächsten Tag hat sie mit mir darüber geredet und war so, sie fand das so schön, dass ich sowas eigentlich nicht mache und dass ich der Vernünftige und der Junge bin, wo man sich nicht Sorgen um so einen Scheiß machen muss. Und dass sie das sehr, 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 sehr traurig gemacht hat und verletzt hat. Und ich war so, oh mein fucking Gott, how dare I? Einfach dieses, also von ihr angesprochen zu werden, so dieses, ich dachte, du bist einer der Guten. Ich habe nie wieder in meinem Leben eine Frau angefasst, ohne dass ich vorher die eindeutige Bestätigung habe, das ist okay, das will ich, das ist richtig hier. Das werde ich nicht vergessen und das bestimmt auch relativ viel noch in meinem Leben. Es gab eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob es sie immer noch gibt, in den U-Bahns so eine Werbung, so einen kleinen Spot, wo
Da sitzt ein Mann einem Jungen gegenüber und dann wird eingeblendet: Lieben Sie Kinder mehr, als Ihnen lieb ist, melden Sie sich bei Kein Täter werden. Und das habe ich geguckt und ich hab's gefühlt. Ich war damals 16 oder so und ich hab's direkt gefühlt. Ich war so, das kann ich verstehen. Da habe ich mir angefangen, so ein bisschen Gedanken zu machen, aber es war eher so ein whatever. Bestimmt denkt sich jeder den gleichen Mist dabei. Aber das werde ich auch nicht vergessen. Ich habe den Spock gesehen und dachte so, Gott im Himmel. Ja, ich bin mit Kinder- und Jugendarbeit aufgewachsen. Seitdem ich 7 bin, bin ich, bis ich 22 war, jedes Jahr in ein Zeltlager mitgefahren für 3 Wochen. Am Anfang Teilnehmer und dann relativ schnell mit 15 irgendwie meine erste Kindergruppe übernommen. Da war man halt irgendwann auch im C und hat halt gespielt. Und irgendwer muss ja für die zuständig sein. Aber es ging halt auch darum, Spaß zu haben. Das heißt, ich habe mit den Kindern da gespielt und dann, keine Ahnung, dann spielt man so Dinge wie, ich habe ein Kind auf den Schultern, ein anderer Größe hat ein Kind auf den Schultern und dann fällt man irgendwann ins Wasser. Heißt, da ist auch einfach sehr viel Körperkontakt mit dabei. Und da gab es eine Situation mit dem einen Mädel, wo ich einfach danach einfach sehr aufgewühlt war. Also ich fand es halt einfach sehr erregend. Nicht mal direkt in dem Moment. In dem Moment war das so ein bisschen Spielen und da habe ich mich draußen hingesetzt und war so ein bisschen rekapitulieren von der Situation und ich war so, really? Aber natürlich wahrhaben, weißt du, also das kommt einmal auf und dann ist man so, na, ist schon whatever. Wo ich es mir eingestanden habe, war folgende Situation. Das war so eine Woche Fortbildung. Und die ist eigentlich für jüngere Menschen gedacht, so, keine Ahnung, für 16, 15, 14-Jährige, die sich dann um Kinder kümmern. Und jeden Tag hat man Fortbildung mit den anderen Kindern. Und da war eine 14-Jährige dabei und ich war deutlich älter schon, 24 glaube ich. Und ich konnte mich nicht konzentrieren. Ich war einfach so abgelenkt davon, weil ich die so attraktiv fand. Mein Gehirn hat wirklich ausgesetzt. Ich bin so in dem Gedankengang gemündet, okay, wenn ich mit 12-Jährige attraktiv finde, okay. Mit 14, okay. Mit 16, mit 20, mit 24, okay. Du musst es dir eingestehen. Möglicherweise ist das ein Problem. Das ist nicht was alle attraktiv finden. Es wird nicht jeder hier sitzen und von einer 14-Jährigen abgelenkt werden, so sehr, dass er der Person, die gerade einen Vortrag hält, nicht mehr zuhören kann. Das war einfach der Moment, wo ich dachte, okay, also ja, du hast doch nichts gemacht und ja, du bist offensichtlich, kommst du irgendwie damit klar so, aber wenn ich es mir nicht eingestehen kann, dann ist ja möglicherweise doch irgendwas, was dahinter steht. Und da ging es mir sehr, sehr scheiße. Wir haben ja bei unserer Stelle mit Kindern oder Jugendlichen zu tun, die tatsächlich Opfer geworden sind von sexuellen Angriffen, von sexuellen Übergriffen, von sexueller Ausbeutung. Und dort steht immer ein Täter, meistens ein Täter dahinter. Und ich habe vor allem sind mir der Unterschied zwischen dem Mann und unseren Tätern sind mir durch den Kopf gegangen. Ich habe mir also Gedanken gemacht, oder? Wie stehe ich als Opferhelferin eigentlich zu den Tätern, jetzt, wo ich eben bei der Opferseite bin. Und ich unterscheide für mich persönlich schon ein bisschen zwischen, habe ich ein Delikt gemacht oder nicht. Ich finde, es ist eine Linie. Sein Ziel muss zwingend sein, deliktfrei zu leben. Wenn man merkt, als Betroffene, dass die eigene Sexualität abweicht von der statistischen Norm, dann gibt es häufig Betroffene, die die erste Phase der Verleugnung durchmachen. Weil nicht sein darf, was nicht sein kann. Oder weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Und irgendwann geht es nicht mehr. Das ist auch total individuell, wo dann der Punkt kommt beim Individuum, wo es nicht mehr anders kann, wie hinschauen.
das ist ja jetzt schwierig, oder? Wenn frage ich jetzt? Ich meine, wenn ich die falsche Person frage, die reagiert über, aber hilft mir nicht. Und wenn ich die andere falsch frage, die sagt, da ist ja nichts, hör doch auf. Und das ist eigentlich das Schwierige. Eigentlich, dass kein Täter werden, schließt dort eigentlich die Lücke. Dann ist es immer angezeigt und immer gut, sich Beratung zu holen. Dann habe ich auch nicht zuerst gedacht, oh, jetzt müsste ich mir Hilfe bei was Professionellem suchen, sondern war so, mit wem kann ich drüber reden? Es ist egal, worum es geht, egal welches Problem. Ich weiß, wenn ich mit meinem Bruder rede, dann kommt dabei was raus. Ich habe auch nicht erwartet, als ich es angesprochen habe, dass ich so emotional durchbreche dann. Also wie viel sich angestaut hat in mir selbst. Und dann halt auch von ihm die Ansicht bekommen, guck mal, hier, da kannst du dich informieren und wenn du nicht weißt, dann melde dich doch hier. Da sind Leute, die sich drum kümmern. Ich bin auch deswegen auch erst wirklich damit in Überlegung gekommen, sich wirklich so therapeutisch damit zu behandeln, weil mein Bruder gesagt hat, das ist eine Möglichkeit. Aber auch nicht so ein mach das bitte, sondern hier, nimm. Mein Bruder ist großartig. Es gibt niemanden, der weltoffener ist auf dieser Welt. Und dann habe ich mich angefangen, ein bisschen mehr mit mir selbst zu beschäftigen. Also so ein bisschen mehr zu reflektieren, was finde ich denn wirklich erregend und was nicht. Und weil irgendwann ging es halt hauptsächlich darum, okay, finde ich das wirklich erregend oder rede ich mir das nur ein? Und dieses Gefühl zu haben, okay, es ist möglicherweise was Konstantes. Das hat ein bisschen mehr wehgetan. Ich war sehr, 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 sehr nervös, als ich da angerufen habe. Ich habe mir so einen richtigen Termin gemacht in meinem Pseudo-Terminkalender, wann ich da anrufe. Ich wusste ja auch ehrlich gesagt gar nicht, worauf das hinausläuft. Vielleicht wissen die Leute ja, was ich machen kann. Und im Endeffekt kam da bei dem ersten Gespräch auch fast nichts bei rum, außer hier ist das erste Gespräch. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht und das hat mich sehr glücklich gemacht, weil ich hab's jetzt angefangen. Vor der ersten Therapiesitzung hatte ich vor allem Angst. Weil mir war von Anfang an bewusst, dass ich in einer Gruppe mit jungen Menschen bin, die so alt sind wie ich. Ich hatte Angst davor, dass die Leute mich nicht ernst nehmen mit meinen Problemen. Oder dass ich mich mit denen nicht verstehe, weil ich habe die in meinem Kopf dann auch so ein bisschen verteufelt. Ich hatte Angst davor, dass der einzige Raum, also weil danach gibt's einfach keinen anderen Raum, wo ich da professionell drüber reden kann. Es gibt einfach diese eine Anlaufstelle. Und die Angst davor, dass wenn das nicht funktioniert, dass ich nicht weiß, was ich dann machen soll. In der ersten Stunde saß ich dann da und dann war ich so, okay, also jetzt gehst du auch komplett raus. Riskierst es einfach. Ich war so die ganze Zeit, okay, ihr kriegt alles von mir. Immer mit dem Hintergrund, wenn nicht hier, dann nirgendwo. Und die waren alle beeindruckt davon, wie offen und wie viel ich direkt am ersten Tag erzählt habe. Und dann habe ich gehofft und es war gut. Ich habe Psychologie angefangen zu studieren, weil Kinder- und Jugendtherapeut mein Traumjob war. Es ist klar, ich bin halt mit Kinder- und Jugendarbeit aufgewachsen. Ich habe sehr, sehr, sehr viele belohnende Erlebnisse da gehabt und Erfahrungen und war so, das ist cool, das will ich weiterhin machen. Und dann kommt irgendwann, ja, du bist pädophil. Darfst du nicht machen. Kann ich was dafür? Nein. Kann ich das verändern? Nein. Gibt ein sehr beschissenes Gefühl. Es war mit Abstand der Tiefpunkt.
Es braucht sicher Unterstützung, Begleitung, fachlich und privat, immer wieder, also auf verschiedenen Lebensstufen. Ich glaube, es ist wirklich der Kampf, der genannt wird. Das Leben lang muss ich aufpassen, dass das nicht ausgelebt wird. Man muss ja schon sagen, das ist Lust und Drang, sexuelle Lust. Also, das sind starke Energien, die ich zügeln muss. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, diesen Menschen die Unterstützung zu geben. Also ich glaube schon, möglichst wenig Opfer zu haben und eben, sei es jetzt Realopfer anlangen oder Hands-off-Delikt im Pornografischen, wäre das Ziel, sie so früh erfassen. Also ich glaube schon, also das wäre so das primäre Ziel, sie dann verwünschen, wenn sie merken, etwas ist nicht gut, aber noch niemandem zu Leid da haben. Und sie dann auch binden können an eben Programm. Ich glaube, das wäre das Optimalste. Und ich meine, schlussendlich geht es darum, einfach auf verschiedene Arten zu schützen. Bevor sie in dem drin sind, es ist ja alles nicht so schlimm. Ich glaube, das ist schon unsere Aufgabe als Gesellschaft, ja. Ich glaube, es wäre ganz furchtbar, wir würden einfach diese Präventionsarbeit machen. Ich finde sie enorm wichtig. Es sind nicht die bösen Fremden. Das ist etwas, wo die Forschung seit fast 20 Jahren immer wieder nachweist, wo dann sexuelle Übergriffe an Kinder passieren, nämlich im sozialen Umfeld. Die Fachleute, die diese Arbeit machen, denken in erster Linie an die Opfer. Und zwar an die es zu vermeiden gilt. Also eigentlich die meisten Opfer. Wenn man sie fragt, was soll denn mit einer Anzeige passieren, was wünschst du dir? Als Kind will der Papi nicht im Gefängnis oder der Grosspapi. Und eigentlich auch die meisten Eltern sagen, es gibt keine Strafe, die das aufwiegt. Und das heisst ja dann folglich für mich auch wieder, es geht darum, dass es gar nicht erst passiert und vor allem nicht nochmal passiert. Das ist das, was sich eigentlich die meisten wünschen. Alles, was du nicht verändern kannst, musst du akzeptieren. Du musst einen Weg finden, damit umzugehen, weil sonst hast du einfach ein beschissenes Leben. Ein heterosexueller Mensch muss nie darum kämpfen, im Einklang damit zu sein, dass er heterosexuell ist. Es ist keine Kunst, das zu akzeptieren. Bei Pädophilie ist das einfach eine Kunst. Die einzige Art und Weise, warum ich damit umgehen kann, ist diese Therapie. Dass ich dahin gehen kann und das in den Raum stellen kann und sagen, das ist mein Problem. Lass uns drüber reden. Und da Leute sitzen, die dieses Problem 100%ig nachvollziehen können, die genau wissen, wie es mir gerade geht, weil die genau so eine Situation auch jeden Tag durchmachen. Das ist alles. Die Tat ist grauenhaft. Anders kannst du es nicht beschreiben. Wenn du ein Kind sexuell missbrauchst, das ist krank. Ich verstehe, warum dazu gesagt wird, die Todesstrafe ist okay. Das kann ich nachvollziehen. Und es wird 100%ig Leute geben, die das verletzt, dass man so Menschen wie mich zeigt und sagt, es gibt auch Menschen, die nicht so handeln. Und das damit in Anführungszeichen verharmlost. Aber das ist, glaube ich, genau der Weg, um dieses Stigma langsam aufzubrechen, dass nicht alle Menschen, die pädophil sind, Kindern was antun. Es ist aber allen Beteiligten bewusst, dass das ein Spagat ist, der sehr schwer ist. Das ist momentan einfach noch ein Thema, das ganz langsam angegangen werden muss. Ich finde auch erwachsene Menschen attraktiv, aber aus anderen Gründen. Und ich kann mir auch ein funktionierendes Sexleben, Sexualleben und so vorstellen. Weil bei Sexualität so viel mehr einspielt als nur, ich finde diesen Körper attraktiv. Diese Bindung, die emotionale Ebene, das Verstehen, das Vertrauen, das sind ganz viele Sachen, die nichts damit zu tun haben, wie diese Person aussieht. Aber dieses Bedürfnis, das habe ich einfach
Und das werde ich auch immer haben. Es gibt eine Sache, die ich machen lasse. Ich bin ein großer Fan von Tattoos und das nächste, das kommt, das wird mein Versprechen an mich selbst. Das wird ein Rabe, der eine Rose im Schnabel hat. Kennst du das Gedicht von Goethe? Da geht es darum, dass ein Junge auf eine Wiese geht, da steht eine Rose und er will die Rose abbrechen und er piekst sich erst dran und dann bricht er sie trotzdem ab. Und ich werde mir diesen Raben mit einer Rose stechen lassen. Für mich als Versprechen, dass ich nicht diese Rose abbrechen werde. Ja, ich denke, das wäre der Idealfall. Und ganz sicher braucht es Unterstützung. Und es ist natürlich ideal, dass der Mensch gerade gewusst hat, mit wem er reden kann und dass er einen Bruder hat, wo dieser Weg ja offen ist und sensibel und aber auch tough und einfach angemessen und genau richtig für seinen Bruder wiederum reagieren. Oder? Da gibt es sicher noch ganz viel zu tun, dass man jetzt eben konkret pädosexuelle Menschen so begleitet und ihnen Therapien anbietet, dass sie nicht delinquieren, das Leben lang nicht. Und für mich war immer klar, eine gute Täterarbeit ist ganz wichtige Prävention für Opfer. Die Wirksamkeit ist wissenschaftlich noch nicht abschliessend untersucht. Erste Ergebnisse, die zum Beispiel die Charité in Berlin gemacht hat, die auch wir in der Schweiz machen, die stimmen sehr optimistisch. Heisst, das wirkt. Und zwar genau auf die Zielthematik, kein weiterer Delikt, Akzeptanz von der Unveränderbarkeit, auch die ganze Auseinandersetzung mit dem persönlichen Schicksal und Ziel 3 Bewältigungsstrategien finden. Es geht darum, dass man Vorurteile entlarvt. Zum Beispiel, alle Pädophilen sind Kinderschänder. Das ist ein kausaler Zusammenhang, den der Volksmund macht, der aber hin und vorne nicht stimmt, wenn man die Forschung anschaut. Es braucht eine differenzierte, auch gesellschaftliche Diskussion über das Thema. Es braucht Vermittlung von Wissen und Sensibilisierung. Und ich glaube darum, da geht es ja tatsächlich um Sensibilisieren. Da geht es darum, anderen jungen Herren, vielleicht auch Frauen, zeigen, dass es das gibt. Und ich finde es richtig, dass es so einen Film gibt, wo eben einem Mann, der mit Pädosexualität geschlagen ist, der umgibt, die Introspektion, also auf uns Anteil haben und einfach auch klar aufzeigt, was ein Weg ist und dass es diesen Weg gibt. Die Gesellschaft muss differenzierter, offener darüber diskutieren und die eigenen Vorurteile hinterfragen und vielleicht über Bord werfen.